Hallo, schön, dass du hier bist für unsere heutige Vertiefung. Heute geht es um etwas, das wir alle jeden Tag tun: Essen und Trinken. Wir schauen uns ganz genau an, wie du dich in typischen Situationen in Deutschland zurechtfindest. Also wenn es ums Bestellen geht, ums Einkaufen oder einfach nur ums Genießen. Als Grundlage haben wir heute Texte und Dialoge für dich. Die sind wirklich speziell für dein Sprachniveau, so A2 bis B1, ausgewählt. Die zeigen dir ziemlich praktisch, wie so Gespräche im Restaurant, in der Cafeteria oder vielleicht beim Einkaufen im Supermarkt klingen könnten. Also wie das so abläuft. Unsere Mission für dich heute ist eigentlich klar. Am Ende dieser, Besprechung hier kennst du die wichtigsten Wörter und Sätze, damit du Essen bestellen kannst, Lebensmittel einkaufen und auch, einfach über dein Lieblingsessen plaudern kannst. Also packen wir es an. In den Beispielen an und überlegen zusammen, warum gerade diese Formulierungen so nützlich sind und natürlich, wie du sie dann auch selbstbewusst anwenden kannst. Was hier, finde ich, besonders spannend ist, das ist die unmittelbare Anwendbarkeit. Das sind ja keine abstrakten Regeln, sondern wirklich Sätze fürs echte Leben. Perfekt. Starten wir doch direkt mal mit einer ganz klassischen Situation. Du triffst dich zum Mittagessen, sagen wir in einem italienischen Restaurant. Was passiert da sprachlich? Unsere Quelle liefert uns da einen Dialog zwischen Mariam und Jonas. Mariam kommt an und fragt: Hallo Jonas, schön dich zu sehen. Hast du schon bestellt? Ziemlich einfacher, freundlicher Einstieg, oder? Absolut, ja. Und das zeigt ja schon, so ein Gespräch beginnt oft ganz, ganz unkompliziert. Das Wichtige ist ja überhaupt erst mal ins Sprechen zu kommen, ne? Genau. Jonas hat also noch nicht bestellt, er überlegt. Ich denke, ich nehme eine Pizza Margherita. Mariam hingegen sagt: Ich nehme lieber Pasta mit Gemüse. Und dann kommt's: Ich esse nicht so gern Fleisch. Da sehen wir nicht nur die Wahl, sondern auch gleich eine Begründung. Macht das Gespräch irgendwie persönlicher, finde ich. Das ist ein guter Punkt, ja. Dieses „Ich esse nicht so gern Fleisch", das ist ja nicht nur eine Info, sondern auch so ein kleiner Einblick in die persönlichen Vorlieben. Und das kommt im Gespräch ja oft gut an. Es zeigt ja auch, hey, es ist okay, spezielle Wünsche zu äußern. So, dann kommt der Moment der Bestellung. Der Kellner fragt ganz höflich: Guten Tag, was möchten Sie essen und trinken? Die Antworten sind klar und direkt. Jonas? Für mich bitte eine Pizza Margherita und ein Glas Wasser. Mariam? Und für mich bitte Pasta mit Gemüse und einer Apfelschorle. Und der Kellner bestätigt nur kurz: Sehr gut, kommt gleich. Zack. Hier fällt auf, wie effizient die Kommunikation ist. Die Frage mit „Möchten Sie" ist halt die Standard-Höflichkeitsform im Servicebereich. Und die Antwort mit „Für mich bitte" oder, wie Jonas ja vorher überlegt hat, „Ich nehme", das ist darauf die perfekte, klare Reaktion. Da kann eigentlich wenig schiefgehen. Stimmt. Während sie dann warten, unterhalten sich die beiden noch übers Essen. Mariam meint so: Ich mag italienisches Essen, es schmeckt immer gut. Jonas stimmt zu, ich auch. Aber ich esse auch gern asiatisch, zum Beispiel Sushi oder Curry. Das zeigt doch schön, wie man nach der Bestellung noch so ein bisschen Smalltalk über Essensvorlieben führen kann, oder? Stimmt. Und gerade auf diesem Niveau A2, B1 sind genau diese Verben halt entscheidend. Nehmen, möchten, essen, trinken, schmecken und mögen. Dazu dann diese Graduierung von Vorlieben mit gern, nicht so gern oder eben lieber. Das sind sozusagen die Werkzeuge, um in solchen Situationen nicht nur zu bestellen, sondern auch ein bisschen was über den eigenen Geschmack zu erzählen. Und die Vokabeln? Klar, Pizza, Pasta,
Gemüse, Wasser, Apfelschorle. Das sind die Bausteine. Okay, das Restaurantszenario ist damit, glaube ich, klar. Aber wie sieht's denn aus in einer etwas, informelleren Umgebung? Sagen wir die Cafeteria in der Sprachschule oder an der Uni. Da geht's ja oft schneller, ne? Und um kleinere Sachen. Richtig, der Kontext ändert sich so ein bisschen und damit oft auch die Sprache, obwohl die Grundbausteine natürlich bleiben. Unsere Quelle zeigt uns wieder Mariam und Jonas. Jonas fragt ganz direkt: Hallo Mariam, was isst du heute? Mariam ist eher bescheiden: Ich esse nur ein Stück Kuchen und trinke einen Tee. Scheint nicht so den Riesenhunger zu haben. Ja. Jonas hingegen schon. Ich habe Hunger. Ich nehme ein Brötchen mit Käse und Tomate und einen Kaffee. Und interessant finde ich dann seinen Kommentar: Der Kaffee hier schmeckt ganz gut, oder? So eine typische kleine Meinungsäußerung halt. Genau diese kleinen Bewertungen wie ganz gut oder auch Mariams neutrale Antwort. Ja, ist okay. Das ist Teil dieses alltäglichen Austauschs. Zeigt ja auch unterschiedliche Grade der Zustimmung, ne? Und Mariam fügt dann ihre Präferenz hinzu. Aber ich trinke lieber Tee, besonders grünen Tee. Er ist gesund, schon wieder eine Begründung. Diesmal mit dem Aspekt gesund. Die Quelle nennt ja auch typische Angebote. Kaffee, Tee, Kuchen, Brötchen, Suppe. Das wirkt sehr alltagsnah. Das ist es auch, ja. In Cafeterias, oft mit Selbstbedienung oder so einer einfachen Theke, ist die Interaktion meist kürzer, direkter. Man zeigt vielleicht auf was oder nennt es einfach. Der Wortschatz erweitert sich dann um Begriffe wie Kuchen, teegrüner Tee wird hier ja sogar spezifisch genannt, Brötchen, Käse, Tomate, Kaffee, Suppe. Wichtig sind dann so Phrasen wie ich habe Hunger, Mengenangaben wie ein Stück, die schon genannten Meinungsäußerungen ganz gut, ist okay und wieder die Präferenz mit lieber. Fällt dir sonst noch was Besonderes auf an dieser Cafeteria-Situation sprachlich gesehen? Ja, vielleicht die Direktheit. Jonas fragt, was isst du heute? Er bestellt mit, ich nehme. Das passt halt gut zur schnellen, unkomplizierten Atmosphäre. Die zentralen Verben bleiben aber dieselben. Essen, trinken, nehmen. Und die Begründung, er ist gesund, fügt nochmal eine andere Dimension hinzu. Man kann also auch einfache Gründe für die eigene Wahl nennen. Verstehe. Okay, von der schnellen Pause geht's jetzt zum Wocheneinkauf. Stell dir vor, du bist im Supermarkt, brauchst Nachschub. Mariam ist hier wieder unser Beispiel. Sie geht quasi durch den Laden und denkt ihre Einkaufsliste laut. Ich brauche Brot, Milch, Gemüse und Obst. Ja, das sind ja echt die Grundlagen. Und das Verb brauchen ist hier natürlich zentral, klar. Es drückt ja den Bedarf aus, der einen überhaupt erst in den Supermarkt führt. Dann macht sie eine Entdeckung. Heute sind die Äpfel im Angebot super. Dieses Wort Angebot also, das ist doch Musik in den Ohren vieler Einkäufer, oder? Echt nützliches Wort im Supermarkt. Definitiv. Im Angebot sein, das zu verstehen und vielleicht auch mal danach fragen zu können, das ist praktisch. Signalisiert halt einen besonderen Preis oder eine Aktion. Und dann kommt der Moment, den vielleicht viele kennen. Und ich nehme auch Schokolade. Warum nicht? Sagt sie noch, fast so ein bisschen schmunzelnd, fügt sie das hinzu. So ein kleiner Spontankauf eben. Das macht die Szene lebendig, ja? Und zeigt, dass Einkaufen nicht nur stures Abarbeiten einer Liste ist. Jetzt aber zu einer ganz wichtigen Interaktion. Eine Verkäuferin bietet Hilfe an. Kann ich Ihnen helfen? Mariam nimmt das Angebot an. Ja, bitte, wo finde ich den Reis? Die Antwort ist eine klare Wegbeschreibung. Im 3. Gang neben den Nudeln. Mariam bedankt sich höflich.
Dankeschön. Und das finde ich jetzt besonders spannend. Hier geht es nicht mehr nur um Lebensmittelnamen, sondern wirklich darum, sich im Laden zu orientieren, aktiv nach Infos zu fragen. Das stimmt. Im Supermarkt braucht man beides. Passives Verständnis, also Schilder lesen, Angebote kapieren, Produktnamen erkennen, aber eben auch aktives Vokabular. Dazu gehören die Namen der Lebensmittel, klar. Hier Brot, Milch, Gemüse, Obst, Äpfel, Schokolade, Reis, Nudeln, Wasser, Käse, Kaffee, Tee werden auch genannt und eben diese wichtigen Interaktionsphrasen. Welche Phrasen sind da aus deiner Sicht besonders wichtig, gerade so für das Niveau A2, B1? Also ganz klar die Frage, wo finde ich, die ist ja universell einsetzbar für jedes Produkt. Auch das Hilfsangebot kann ich Ihnen helfen zu verstehen ist natürlich wichtig, damit man weiß, aha, ich werde angesprochen. Und die Struktur der Antwort, so im x-ten Gang, neben, gibt einem eine Vorstellung, wie man sich räumlich orientieren kann. Dazu dann die Verben brauchen, finden und das schon Bekannte nehmen. Diese Bausteine, die ermöglichen es dir ja, dich im Supermarkt nicht nur so durchzuwursteln, sondern auch aktiv nach Hilfe zu fragen, wenn du was nicht findest. Das spart echt Zeit und Nerven. Absolut. Okay, nach all diesen praktischen Situationen, Restaurant, Cafeteria, Supermarkt, wird's jetzt zum Schluss unserer heutigen Vertiefung noch eine Stufe persönlicher. Wie spricht man denn über das, was man wirklich gerne isst? Also das eigene Lieblingsessen. Unsere Quelle gibt uns dazu wieder einen Dialog zwischen Mariam und Jonas. Das ist eine schöne Abrundung, finde ich, weil es eben über das rein Funktionale hinausgeht und mehr über die Person verrät. Es fängt ganz direkt an mit der Frage, Mariam, was isst du am liebsten? Dieses am liebsten, das ist ja die höchste Steigerungsform von gern. Der Superlativ der Vorliebe sozusagen. Ein Schlüsselwort hier. Genau, diese Frage ist der perfekte Türöffner für das Thema. Kann man sich gut merken. Mariams Antwort, die verbindet Essen mit Herkunft. Ich esse gern Falafel und Hummus. Das ist typisch für meine Heimat. Sie sagt auch noch, und ich trinke dazu frischen Orangensaft. Das klingt nicht nur lecker, finde ich, sondern erzählt auch so eine kleine Geschichte. Ja. Und Jonas, seine Antwort wirkt eher, vertraut für den deutschen oder europäischen Gaumen, würde ich sagen. Ich mag Spaghetti Bolognese und Schnitzel mit Kartoffelsalat. Und dann der Abschluss und dazu ein kaltes Bier, das ist perfekt. Ja, hier sehen wir zwei ganz unterschiedliche Arten von Lieblingsessen, aber beide mit Begeisterung beschrieben. Sprachlich interessant ist, wie die Antworten aufgebaut sind, oft eben mit ich esse gern oder ich mag. Und um das passende Getränk zu nennen, ist diese Formulierung dazu sehr elegant, wie Jonas das macht. Und dazu ein kaltes Bier. Das ist praktisch. Der Wortschatz erweitert sich hier natürlich um konkrete Gerichte, Falafel, Hummus, Spaghetti Bolognese, Schnitzel, Kartoffelsalat und Getränke wie Orangensaft und Bier. Gibt's noch was an den Beschreibungen, das sprachlich auffällt? Ja, die Adjektive und Ausdrücke, die zur Beschreibung genutzt werden. Typisch für frisch, kalt und dieses abschließende Urteil. Perfekt. Solche Wörter machen die Beschreibung natürlich viel lebendiger und drücken die Wertschätzung für das Essen aus. Kulturell ist der Kontrast auch spannend. Heimatküche hier, dort eher populäre Gerichte. Es zeigt halt, dass Essen Identität stiftet und gleichzeitig auch ein globales Phänomen ist. Wirklich interessant, wie vielfältig das Thema ist. Okay, dann lass uns die wichtigsten Punkte für dich noch einmal kurz zusammenfassen. Wir haben gesehen, wie du im Restaurant bestellst, mit klaren Sätzen wie ich nehme oder für mich bitte. Wobei die Höflichkeit wichtig ist.
aber eben auch die Direktheit, damit klar ist, was man möchte. Genau. Dann die Cafeteria. Hier geht's oft schneller zu, mit Vokabular für Snacks wie ein Stück Kuchen oder ein Brötchen und Getränke wie einen Kaffee. Und auch hier sind so kleine Meinungsäußerungen wie schmeckt ganz gut oder Präferenzen mit lieber Teil der normalen Kommunikation. Nicht nur bestellen, auch ein bisschen bewerten. Im Supermarkt brauchst du das Verb brauchen für deine Liste, das Wort Angebot für die Schnäppchen und ganz wichtig die Frage, wo finde ich, um dich zurechtzufinden. Ja, das aktive Fragen nach dem Weg oder nach Produkten ist hier wirklich eine Schlüsselkompetenz. Nicht nur rumehren. Und schließlich das Gespräch über Lieblingsessen. Mit was isst du am liebsten, kannst du fragen. Und mit ich esse gern, ich mag und beschreibenden Adjektiven kannst du dann antworten. Hier wird die Sprache dann persönlicher und verbindet Essen eben mit Genuss und vielleicht sogar mit der Herkunft. Das sind wirklich alles entscheidende Bausteine für deine Gespräche auf Deutsch im Alltag. Du siehst, mit einem doch recht überschaubaren Set an Vokabeln und Satzmustern kommst du schon ziemlich weit. Das stimmt. Was wir hier so rausgefiltert haben, ist quasi ein Kernwortschatz und grundlegende Strukturen für dieses weite Feld Essen und Trinken. Das Wichtige ist, die sind ja flexibel einsetzbar. Die Bedeutung für dich als Lernender liegt ja darin, dass Übung mit diesen Bausteinen dir spürbar mehr Sicherheit gibt. Im Restaurant, beim Einkaufen, im Gespräch. Es geht darum, vom passiven Verstehen zum aktiven Mitgestalten der Situation zu kommen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie verankerst du diese Phrasen jetzt am besten für dich? Wie kriegst du die in den Kopf? Ja, das war unsere Vertiefung zum Thema Essen und Trinken auf Deutsch. Unser Rat ist eigentlich ganz einfach. Nutze die neuen Wörter und Sätze aktiv. Sprich sie laut nach, versuch sie beim nächsten Einkaufen mal anzuwenden oder wenn du das nächste Mal mit Freunden oder Kollegen essen gehst. Trau dich einfach, bleib neugierig und ja, experimentierfreudig mit der Sprache. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder ein Thema für dich vornehmen. Genau. Und zum Abschluss vielleicht noch so ein kleiner Impuls zum Weiterdenken für dich. Wenn du das nächste Mal im Café bist, im Supermarkt oder vielleicht auch nur beim Mittagessen mit Kollegen, spitze doch mal die Ohren. Welche anderen Worte oder Formulierungen fallen dir da auf, die Leute benutzen, wenn sie bestellen, einkaufen oder über Essen reden? Gibt es da vielleicht regionale Besonderheiten oder Ausdrücke, die du interessant findest und für dich mitnehmen könntest? Einfach mal beobachten.